Hallo liebe Nordart-Fans und diejenigen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Annette und ich begrüße euch zu einer digitalen Führung bei der Nordart. In dieser Serie möchten wir euch Künstler und ihre Kunstwerke aus den vergangenen Ausstellungen präsentieren. Heute soll es um Bilder gehen. Beginnen möchte ich mit dem südkoreanischen Künstler Gong-gu. Wir sehen 3 Werke, die wesentliche epochale Begebenheiten in der menschlichen Geschichte darstellen. Wir haben einmal das Abendmahl von Da Vinci, daneben ein archäologisches Relikt und daneben der Kopf der untergehenden Freiheitsstatue in Amerika. Wenn man dichter an Gong-gus Werke herangeht, dann erkennt man, dass es scheinbar verpixelt aussieht, aber es sind alles Fotos von Kartons bzw. von Müll. Und stellt uns natürlich die Frage, wozu waren diese epochalen Begebenheiten notwendig, wenn wir unsere Erde sowieso kaputt machen? Die Pakete kommen nach Hause, sie packen aus, es passt nicht, sie schicken es wieder zurück. Diese Sendungen gehen um die ganze Welt und hinterlassen einen riesigen Müll und sind ein Sinnbild für unsere Verschwendungssucht, für den Konsum. Wir gehen weiter zu den Arbeiten von Dmitri Schurbin. Wir sehen hier eine gegenständliche Malerei in kräftigen Farben, oft mit unendlich vielen Details bestückt. Wie eine Überladung von Gegenständen, Figuren, Symbolen und Metaphern, die uns angeboten werden. Die Betrachterinnen bekommen auf diesen Bildern keine Lösungen auf Fragen, sondern Angebote, was sie denken können, was sie für Fragen stellen können. Diese Angebote können wir annehmen oder auch nicht. In seinen Arbeiten geben sich gesellschaftliche Aktualität und träumerische, surreale Ebenen die Hand. Hallo liebe Nordart-Zuschauer, im Moment arbeite ich an einer neuen Bilderserie. Hier kann man einige davon sehen. Ich male mit Öl auf Leinwand, manchmal nehme ich Acrylfarben und statt Pinsel nehme ich Klopapier, ja, das berühmte Klopapier. Man kann es auch dafür gebrauchen. Auf die Idee bin ich im letzten Jahr gekommen, also bei dem ersten Lockdown. Ich hatte viel Zeit, ich hatte meine Ruhe, keine Ausstellungen und ich konnte einfach was Neues ausprobieren. Und ich wünsche mir und der Nordart-Ausstellung, dass ich irgendwann meine Bilder auch nochmal bei der Nordart ausstellen kann. Ich finde das gesamte Konzept einfach genial. Man nimmt viele Kunstwerke von 100 anderen Künstlern und macht daraus nochmal ein großes Kunstwerk. Und jedes Mal ist das einzigartig, jedes Mal ist das richtig spannend und interessant. Einfach genial. Ich wünsche euch allen viel Glück, viel Erfolg und ich hoffe sehr, dass wir uns in diesem Jahr oder im nächsten Jahr wiedersehen.
Unsere Bildertour führt uns weiter zu dem iranischen Künstler Hamed Nourouzi. Wir sehen hier 2 Arbeiten aus seiner Sammlung Solitude Room. Es ist eine Einladung, unsere eigenen Innenräume zu betreten. Der Hintergrund des Innenraums scheint wie mit einer Tapete bestückt zu sein. Da sehen wir schemenhaft Gesichter, menschliche Körper. Was im Vordergrund zu sehen ist, dass jeweils Mensch und Tier voreinander zurückweichen. Wir haben einmal den Papageien, der vor dieser weiblichen Figur erschreckt, und wir haben die Biene, die vor dieser, sieht aus wie eine fragmentarische Bronzefigur, zurückschreckt. Der Mensch fühlt sich dem Tier überlegen. Ist es tatsächlich so? Blicken wir an dieser Wand weiter, sehen wir ein Kunstwerk, auch einer iranischen Künstlerin, Barhana Saadat. Die Arbeiten aus der Kollektion Metamorphism bezieht sich auf die Conditio Humana, das menschliche Sein, der menschliche Zustand der Postmoderne. In den Bildern dieser Serie wird der ständige Verlust an Werten in der Welt reflektiert. In dieser ach so bunten Welt wollen die Dinge immer noch glänzender und noch bunter sein. Doch ist das nur die Oberfläche. Wir finden immer ein märchenhaftes Konglomerat aus Versatzstücken unterschiedlichster Kulturen und Epochen in ihren Arbeiten. Es scheint, als lebten wir in einer Art Eklektizismus. Hi, it's Barna. You're receiving my hello from Iran. These days, we are trying to keep on living beside fighting with our invited guest, Corona. And I hope you've been safe from its mental and physical hurts. In this situation, we need to express our feeling and sense more than before. So during the last year, I've been studying ways to make my paintings more expressive in figurative form. And I should say, it's really my honor that I've been a member of Nourouzi's great family for 3 years. And I wish you happiness, health, and a life with shiny colors. Wir sehen 2 Fenster, wir sehen Wolken, wir sehen Vorhänge. Und auch hier haben wir wieder eine typische surrealistische Bildersprache. Denn diese Motive kennen wir aus dem Surrealismus. Dort begegnen uns Vorhänge, dort begegnen uns Türen und Fenster, die geöffnet sind und einen Himmel mit oder ohne Wolken zeigen. Wenn wir die surrealistische Bildersprache übersetzen, dann geht es um die Gefangenschaft, vielleicht in dem eigenen Innenraum, in der eigenen Gesellschaft, in der eigenen Struktur. Und unsere Sehnsucht und unsere Hoffnung wird durch die vorbeiziehenden Wolken gezeigt. Die Künstlerin Ekaterina Zacharowa ist in Russland geboren, lebt und arbeitet mittlerweile in Bayern. Bewegung ist ihr großes Thema. Immer Menschen in Bewegung. Ich hatte die Gelegenheit, auf einer Eröffnung ein längeres Gespräch mit ihr zu führen. Da sprach sie darüber, was an Bewegung für sie so faszinierend ist. Sie hat so die Idee,
dass wir Menschen immer in irgendwelchen Rollen agieren. Wir spielen nicht Rollen, sondern wir agieren darin. Wenn wir von einem Ort zum anderen unterwegs sind, sind wir rollenlos. Das heißt, das ist ein Zustand von Bewegung, in dem wir am verletzlichsten und, wie sie sagt, am authentischsten sind. Und das ist der Moment im menschlichen Dasein, der sie interessiert. Und da ist natürlich zwangsläufig Bewegung das Thema. Ich grüße auf diesem Wege herzlich Freunde der Nordart und andere Künstlerkollegen. Ich habe meinen persönlichen harten Lockdown. Mein Hund ist immer da, hat mich umgerannt. Ich habe mir jetzt rechte Hand gebrochen. Muss pausieren, die Farben vertrocknen im Atelier. Meine Serie mit Ballett, die ich angefangen habe, muss ruhen. Jetzt müssen alle zusammenhalten und irgendwie durchkommen. Und ich hoffe, dass wir alle ein paar Erkenntnisse und Stärken aus dieser Zeit mitnehmen können. Nordart war seit Jahren der wichtigste Termin in meinem Künstlerjahr. Auf Wiedersehen im neuen Jahr freue ich mich sehr. Liebe Nordart-Fans und die, die es geworden sind, ich hoffe, euch hat die digitale Führung gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt zu den Künstlern und ihren Kunstwerken, schreibt gerne einen Kommentar. Wenn ihr eine Live-Führung erleben wollt, so könnt ihr das auf der nächsten Nordart. Mein Name ist Annette und ich freue mich, wenn wir uns dann persönlich sehen. Tschüss und auf Wiedersehen!